Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster Girl Quest mit mir und Negoja. Hallöchen. Das ist eine etwas spezielle Situation, um es mal höflich zu formulieren. Wir waren nämlich mal wieder so clever und haben vergessen, Sabasa und das Witch Hunt Village zu besuchen, nachdem wir mit der Pyramide fertig waren und mit dem Witch Hunt Village fertig waren. Das kann man gut hier erkennen, wenn ich nochmal auf die Speicherstände gehe. Wir haben Gnome schon besiegt und schon eingefangen. Aber wir wollen natürlich die ganzen tollen Dialoge, die wir jetzt ausgelassen hatten, euch nicht vorenthalten. Deswegen gehen wir doch einfach nochmal los und holen das nach. Im Witch Hunt Village zuerst, würde ich sagen. Genau, voll im Eifer des Gefechts haben wir das voll verpennt. Jupp. So viel passiert, ey. Aber das weiß man ja mal gar nicht, wo vorne und hinten ist bei der ganzen Action hier im Endspurt. Weißt du was, ich schieb's auf den Alkohol. Ganz ehrlich, ich schieb's auf den Alkohol. Das ist eine gute Begründung, ja. Damit kann ich mir alle Schuld von der Seele reden. Das ist die allgemeine Ausrede für dieses LP. Ich bin besoffen. Das ist gut, Heute zwar nicht, aber ansonsten gilt's immer so. Gut, dann fangen wir wieder oben an, würde ich sagen, mit Youth. Vielleicht ist es ja besser geworden hier in der Stadt. Ja. Lily's soldiers all ran away. This village is finally free of their darkness. Even though I want to forget the past, we can't. We can't let it happen again. Ja, man will denselben Fehler nicht zweimal machen. Thank you again, hero. This village is peaceful now. My arm still has yet to recover. I don't want to shock everyone, so I'm still hiding it. Once the prejudice vanishes from this village, I'll be able to live without hiding it. Ist gut. Ja. Zumindest wollte sie uns nicht mit einem Handschlag mit ihrem Wurmarm grüßen. Ja. We decided to imprison Lily for life. In a jail on the outskirts of the village, we will keep her locked up until she dies. Many wanted to put her to death, but we decided not to kill her. We don't want any more death in this village, no matter how worthless her life is. Wie gnädig. Löbliche Einstellung. Ja. Nach dem, was sie gemacht hat. Thank you again. Ey, guck mal, jetzt klaut sie schon voll Lukas Sprachgebrauch. What do you mean I called you a plague on the village? Hey, I was really supporting you before. I just couldn't say anything. Punkt. Du warst echt hilfreich. Lily wasn't able to gain control and run wild alone. The prejudice and hate in this village enabled her to commit her atrocities. Lily didn't have to force the villagers to participate in the witch hunt in the beginning either. We were all walking along the same road. The subjects under a tyrant's rule become tyrants themselves. Spricht Alice aus Erfahrung? Wahrscheinlich. Oh, Snitch ankillen, Farmer, Snitch wurde gekillt. Das, ja okay, jetzt weiß ich nicht, was er zu sagen soll. Sie töten Lily nicht, aber dafür eine Petze, die unter den Dorfbewohnern wahrscheinlich gelebt hat. Ich kann es irgendwie nachvollziehen. The snitch was killed. The day after Lily was stopped, his corpse was found in the middle of the street in pieces. It's said that he had over 100 wounds on his body. Crushing wounds, sword wounds, spear wounds, everything. Many people were killed because of him. It must have been the retaliation of the families. Yeah. The witch hunt isn't fully over yet. The grudge and hatred is still festering. Total konträr zu dem, was uns die anderen gerade gesagt haben. Ja. Irgendwie, Also so vom Gesamteindruck her zumindest. ja, sie sortieren wohl gerade noch raus. Irgendwie, es gibt doch noch schwarz und weiß, nicht nur grau. Ja. Oder so ähnlich. My mommy said I can talk to strangers again. Welcome to the Witch Hunt Village, traveler. Witch Hunt Village is what we've been called for a while anyway. I don't know what the real name is. I still don't think you should talk to random strangers. Das dachte ich mir irgendwie auch gerade schon die ganze Zeit. Machen aber erstaunlich viele Kinder hier, muss ich sagen. Ja, stimmt. Was sagt denn der Shopkeeper? I'm very sorry about the other day. Look, I'm just a weak shopkeeper. I had no choice but to act like that if I wanted to protect my family. So, from now on, I'll give you an 80% discount. Wow. Also wenn wir in dem Spiel hier Sachen verkaufen könnten, dann würde ich jedes Mal in dieses Dorf zurückkommen, einfach nur um unseren Punktestand zu erhöhen. Ja. Na,
Ach ja, genau, das war ja der Geil-Priest mit der Frisur aus Blech. Genau. Don't stare at me like that. The last priest was arrested. Wieso haben denn alle die gleiche Frisur? After the witch hunts ended and I took over as the new priest. Oh, I see. I'm sorry about glaring at you like that. His silhouette looks exactly the same, I couldn't tell. Dass ihm das auch auffällt. At first I was going to destroy this giant church built on the money stolen from the deceased. But I think a better use would be to house all the orphans from the witch hunts. Beides ist eigentlich gerechtfertigt. Also wirklich ein Priester, der seiner Arbeit ehrlich nachgeht, der würde kaum in der Kirche seine Gottesdienste abhalten wollen, die auf blutigem Geld gebaut ist, hat er schon recht. Kann ich nachvollziehen. Gut, können wir in Lillys Anwesen noch reingehen? Ich glaube, nein. Also in die Lords Mansion, meinst du? Ja, die gehörte ja Lily. Huh. This mansion is off limits. There are still suspicious things inside that we are investigating. We don't know what kinds of traps or dangers are inside, so we're waiting for a specialist to come in. I see. That sounds serious. Oh? That woman. A strange woman is standing in front of the mansion. Punkt. Die kennen wir. You were at the haunted mansion in Antalya. Punkt. The woman glances at me, then quickly walks away. Why is she here? What? Is she a friend of yours? Oh yeah, you were still unconscious after fainting before. Is that woman a monster? No, I barely felt any magic from her. I doubt she's a monster. A human then? But why was she here? This can't be a coincidence. Just who is she? Ja, das ist etwas merkwürdig, denn wir haben diese Dame gesehen und sie kannte offenbar ja Chrome, als wir damals im Geisterhaus waren. Und wer gut Freund mit einem Totenbeschwörermädchen ist und dann auf einmal vor einem Anwesen auftaucht, was ebenfalls nicht unbedingt gut mit Menschen umgegangen ist, das ist kein schöner Zufall. Wer auch immer das ist nichts Gutes für uns wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall nicht sonderlich gesprächig. Ja, ich hoffe, das bleibt so. Also gehen wir jetzt wieder raus? Ja, ich würde sagen, wir müssen noch nach Sabasa. Dann können wir mal gucken, wie sich's da geändert hat, seitdem die Prinzessin ja wieder da ist. Vielleicht gibt's jetzt neue, Rollenspiele von der Prostituierten zu bewundern. Ach ja, da war ja was. Wir fangen wieder ganz oben links an? Ja. Okay. Mit der Youth. I've heard that the princess is training with a sword these days. I guess strength is expected from her if she's going to be the queen. Our royal family came from a famous hero after all. Our other countries' weak royals don't hold a candle to ours. Ja, stimmt. Also wenn ich ich will jetzt gerade sagen, den Papstkönig von der anderen Kirche, diesen, was ist das Wort, wonach ich suche? Nicht Papst, Priester eigentlich, ne? Der Priesterkönig. Priester, Pastor, ja, Pastorkönig, Pfarrer. ist ja eine gute Idee. Also im Vergleich, wenn man den neben den Kriegerkönig hier stellt von Sabasa, das wird ein schnelles Duell. The princess is almost of age. Why isn't there more excitement? The previous queen was deeply in love with the king before her death. Nobody wants her to rush into a marriage of political convenience. Das ist gut. Besser als wenn man wieder einen Prinzen heiraten muss, den man im Endeffekt nicht haben will. Und bevor irgendeiner da draußen jetzt einen Kommentar schreibt von wegen, wir sprechen diese ganzen Charaktere nicht so, wie wir es bei der letzten Aufnahme getan haben. Leckt mich. Die ist schon eine Weile her. Ja, wir haben keine Ahnung und ich habe jetzt keine Lust, das alte Video aufzurufen, extra deswegen. Außerdem können das ja auch andere Leute sein, die haben ja keine Namen. Genau, ne? Es gibt doch sicherlich mehrere Prostituierte hier im Dorf. Richtig. Was sagt denn der Älteste? I love myths, but every area seems to have their own special legendary creature. Kraken is in the southern seas, Sphinx is in the western desert, Yamato no Orochi to the west and Poseidon in the North Sea. I'd like to see them all before I die, but as soon as I meet one, that would probably be the end of my life. Wenn du das rollende R sprichst, dann muss ich gleich wieder an Amira denken. Orochi?
Die haben eine gewisse Ähnlichkeit, diese beiden Viecher, wie du noch erkennen wirst später. Okay. Aber keine Amira-Ähnlichkeit eher. Ah ja. Schwer zu beschreiben. Der Mann, I approved of... Was? I approved of Elias Kreuz? Er hat sich damit abgefunden? Ich verstehe den Satz gerade nicht ganz. Ich laufe Gefahr, was Falsches zu sagen, deswegen schweige ich lieber. Ja, lesen wir einfach durch und die Leute können sich ihre Meinung selber bilden. I approved of Elias Kreuz a few years ago, but now I'm a moderate. They're making enemies all over the world with their terrorism. Losing the original purpose, they're just horrible terrorists now. Their members are deserting too. They're only 1/10 of what they used to be. Was war denn deren ursprünglicher Sinn? Das weiß ich noch gar nicht. Müsste man mal rausfinden in naher Zukunft. Soldier A. I tried the Dragon Steel trial as well, but the mummy girl right at the entrance was too much for me. And I was really lucky and managed to run away. I shouldn't have thought becoming famous by finishing the trial would have been easy. Direkt beim ersten Monster gescheitert. Loser! Was sagt der zweite? Der hat längere Haare. The monsters around here are really strong. But if you go further north, they're even stronger. I think I'll just retire here. Faules Stück, ey. War das vielleicht ein Held? Also ich meine, als Soldat kann ich es nicht verstehen. Wenn es ein Held wäre, er zieht nicht weiter nach Norden und hört hier auf. Macht für mich mehr Sinn, wenn es ein Held ist. Egal. Der Junge. Who here loves the princess? If I do, what are you going to do about it? I desert my wife for her. Ach du I Scheiße. throw away my life for her. I'll trade my wife for her. Ja, genau. Yay! Oh man, she's just as popular as ever. Oh, schön. Ich will nicht wissen, wer die heiraten soll, wenn alle so über sie denken. Das ist ja nur noch Fanboyism. In Wirklichkeit ist sie bestimmt voll die Lesbe. Oh, Da würde mich echt mal interessieren, wie die Leute hier drauf reagieren würden. stimmt. Wenn sie das mit Granberry erfahren, oh. Prostituierte. Ja, genau. I snapped at a customer when I was playing the princess. The princess would never do a blowjob, I yelled at him. The princess would never do something like that. Don't you think so too? I wonder. Das wollen wir mal lieber nicht weiter ausdiskutieren. Weapon Shop. Welcome to my 5-star establishment. Please look around to your heart's content. Thanks. Everything here looks better than all the other towns, but nothing is better than my current sword. Wie immer. Ist auch schwer zu toppen, ne? Was er da momentan mit sich trägt. Ja, vom Style, vom Effekt her, vom Schaden her. Ich frage mich, ob wir in MGQ3 dann nachher wirklich mal einen Ersatz oder vielleicht ein Upgrade für das Ding bekommen. Unmöglich ist es ja nicht. Bevor du reingehst gleich, den Mermaid Pup. Nein, ich bin schon drin. Nein, den Mermaid Pup, den sparen Also. wir uns als letztes auf. Okay. Tour Shop. Welcome! Are you looking for something in particular? How about some dried scorpions? It's an emergency! Oh! Das ist derselbe Kennen Text. wir doch. Derselbe Text wie beim letzten Mal. Oh. Luca ist im Trauma getroffen worden, schade. Church. Alle Priester sehen gleich aus. There was a strange entry in this book of animism. When Silver summoned too often, she will be tired out. When exhausted, something may change. Just what does it mean? Ja, das ist gar nicht so uninteressant. Es ist auch so ein kleines Easter Egg, wenn man die Elementargeister wirklich am Stück immer wieder ruft, dann passiert es, dass sie müde werden. Also man trifft dann zum Beispiel auf einmal auf eine müde Sylph oder ich glaube Gnome ist dann abgelenkt oder ignoriert dich oder sowas in der Richtung. Müsste ich auch mal nachher aufnehmen und zeigen, wenn wir mit Teil 2 anfangen. Jo. So, den Mermaid Pub lassen wir kurz aus. Wir gehen noch erstmal zum Schloss. Weil im Pub passiert etwas, was ich selbst noch gar nicht kannte, Leute. Und das ist ziemlich heftig, wie ich finde. Okay. Minister A. But why would a monster kidnap the princess? Since monsters are female, they wouldn't normally kidnap other female. Was it some sort of political purpose? You crossed swords with them, right? What was their purpose? Well, I was just desperate to rescue her and didn't really pay attention.
I see. It must have been an intense fight. Able to rescue the princess while still a boy. You're amazing. Das lassen wir lieber mal so stehen. Das Rätselraten war sicherlich sehr intens, als wir vor Sphinx standen. Oh, the hero Luca. You're now the man of the hour. There are going to be many who try to gain favor with you. Be sure to be careful and recklessly accept the invitations. Oh, by the way, would you like to have dinner with my family? I would love to become close friends with you. Aha, die sind alle sehr auf Tuchfühlung mit dir. Obwohl, ehrlich gesagt, wenn das wirklich so wäre, wünschte ich mir vielleicht, dass so 2 NPCs in der Stadt mehr damit auch anfangen würden. Das wäre vielleicht ein bisschen authentischer, finde ich. Was war da nochmal ein Retainer? Ich glaube, der Hausmeister hat mal gesagt, ne? Bin mir nicht mehr sicher. Ich kann ja, während du vorliest, mal nachschlagen. Tu das, ich lese. The king is above any when it comes to both literary and military arts. But most of all, he is an expert judge of character. With just a glance, he can accurately gauge the caliber of someone. Because of that, we don't accept the king to make mistakes. We have high hopes for the princess too. Aha. Ja, und Luca muss mir seinen Kommentar zu der Prinzessin abgeben. Sehr gut. Ich bin noch am gucken, du kannst mal den Knightley da vorlesen. Okay. It's good for the military to have free time. If they're always busy, it means the country is in disarray. I'm proud that my forces have a lot of spare time. Of course, I never neglect training and discipline. Naja, wenn man schon Freizeit hat, sollte man noch ein bisschen trainieren als Soldat. Ja. Scholar. Some old documents about the Dragon's Year trial were returned. It seems as though the princess had them in their possession. I wonder why. Warum wohl? Also der Retainer, der ist im Grunde genommen nur ein ganz normaler Bediensteter. Okay, das ist der Oberbedienstete wahrscheinlich. Komisch, dass sie dafür einen Model von einem alten Mann genommen haben. Finde ich auch irgendwie komisch. Oder meine Seite ist einfach nur gerade die falsche. Aber egal, er arbeitet auf jeden Fall hier. Dann ist er gut. Soll er weitermachen. Genau. Wir haben noch den Priest und dann wird's interessant, weil dann kommen wir wieder zur Königshalle. I'm glad the princess has returned safely. My prayers must have reached Elias. Oh, I don't mean to downplay your actions, though. But you must have arrived her due to my prayers. Immer alles auf die Göttin schieben. Hallo, Herr König. Willst du immer noch, dass wir heiraten? Oh, Luca. Please take a rest in my castle. If you prefer, you can rest here permanently as Sarah's husband. I already told you what I thought about that. Are you a companion of Lucas? It would be pretty troublesome if your relationship was too deep. Wie ist das denn? Du stehst neben so einem Pärchen und fragst dann, bist du seine Freundin? Das wäre ziemlich scheiße. Wie? Oh. If you leave him to me, I can Are you really human? Wow, was für ein Blitzmerker. ... Sorry, that was rude of me. Welches von beiden? Welches von beiden? Whether monster or human, I don't mind. I was just trying to gauge your ability, but I wasn't able to. It seems I should ask you to be judging me. You're quite capable for a human. So you can see right through me, can you? At any rate, feel free to spend time in my country in peace. Oh, wie nett. Er hat gerade dem Monsterlord höchstpersönlich seine Erlaubnis erteilt, hier in Frieden durchzuziehen. Das ist schon ziemlich nice. Und ihre Mundwinkel sind nach oben gegangen. Das ist auch ein Anblick, den man nicht so oft hat, ne? Ja, sie hält wohl eine ganze Menge von diesem König hier. Das verdient Respekt. Prinzessinnenraum. Oh. Chamberlain. Ist wohl nicht verfügbar gerade, die Prinzessin. You are Luca, are you not? Sarah's training at the moment. Please wait while I call her. No, that's fine. I didn't really have anything to talk to her about. You didn't return to become her husband? I'm not going to be her husband. Besides, don't you think it's odd for her to be given away as a reward like that? It's true that a father normally wouldn't give their daughter away as a reward, but a powerful hero able to save the princess from danger is a suitable husband. That's what the king thinks.
That's a little embarrassing. Aber er hat nicht Unrecht. Ich meine, wer ist besser geeignet als der Held, der sie gerettet hat? Aber trotzdem nervt er ein bisschen damit. Ich meine, Luca hat ja schon mehrfach verneint, ne? Yep. Er wird nicht aufgeben, denke ich mal. Mist, jetzt habe ich einen zu viel geklickt bei den Soldaten. Verdammt, ich muss einmal The durchklicken. odd atmosphere seems to have gone away, sagt er. Gut. Dann kannst du jetzt auch weitersprechen. Ha! Okay. What do you think was the cause of the tension before? Well, it's fine now that it's quiet again. Let's just hope it continues forever. Yay. Gut, so, und jetzt wird's interessant. Und ehrlich gesagt, wenn dieser Dialog und die Frau vor Lillys Mansion nicht da wären, würde ich das vielleicht ja gar nicht extra für euch aufnehmen. Aber das ist wirklich Grund genug, um das hier nachzuholen, ehrlich gesagt, was jetzt kommen wird. Im Mermaid Pub nämlich. Trommelwirbel. Welcome to the second Mermaid Pub. Stimmt, sie haben es wieder aufgebaut. It's still daytime, so there aren't too many customers. As I take a look around, I see someone I wish I hadn't. Danke, dass du meinen Part vorliest. Oh. Ach, das war Luca? Ich dachte, sie setzt das noch fort. Ja, Nee, oh, sorry. Nee, es war nur ein sehr kurzes Gespräch mit ihr. Nee, Luca denkt sich wieder. Okay. As I take a look around, I see someone I wish I hadn't. You! Lazarus. My father's best friend and the new leader of Elias Kreutz. The fanatic terrorist who bombed that school. What is he doing here? Is a mermaid pub of all places quietly drinking alcohol? What's wrong, boy? Do you have business with me? Lazarus turns his gaze towards me as I glare at him. Complex emotions whirl in my mind, but Alice's words slowly calm me down. My father's crimes are not my own. I can't let them bind me down. No, I don't. I calm down and bluntly reply, but Lazarus gives a surprising response. That's good. Sit here, boy. It's depressing to drink alone, you know. Und nein, heute wird kein Alkohol getrunken, sorry Leute. Nicht für eine halbe Stunde Aufnahme, die wir dazwischen schieben. Nö. What would this kind of guy want with someone like me? I expected him to blow me off after my response. Trying to control myself, I sit down on the other side of the table. If I lose my cool here, it would be his victory. Hey, waitress. Can we get an orange juice? Right away. Don't screw around. I'm not If you start drinking alcohol at your age, you'll be a crappy adult. I keep silent and sip at the juice. We sit in silence for a while. The liquor that Lazarus is drinking is the same kind my father liked. Why are you here? Are you going to bomb something here too? I bring up the subject I wanted to. Even if I forget about my father, this man is a criminal. If he's up to something, I have to stop him. Oh, do you know who I am, boy? I don't think I had become so popular with kids. Lazarus barely looks phased at my question. He lets out a big sigh after taking another sip of alcohol. Anyway, I'm not doing anything here. I'm just taking the desert route back to Gold Port to rest at our headquarters. Elias Kreutz headquarters is at Gold Port at the northmost part of the continent. From Port Natalia there are two routes there. West through Zabaza or east through Noah. The desert route is harsh, but you would attract less attention. That must be why Lazarus is here. Why did you want me to sit with you? Just what are you up to? And why do you think I'm up to something? Do I smell funny or something? Then why? Your eyes look just like his. My friend. I choke on my juice at his words. Oi, oi, what's wrong? Are you drunk on orange juice? No, it's nothing. So, I look like your friend? He died a long time ago.
In a really pathetic way, too. I hate to say it, but I agree. Huh? I don't know why, but you're an interesting boy. I wonder if this meeting was fate. I don't want to think I'm tied by fate to this guy in any way. So, are you an adventurer or something? You carry yourself pretty well. Is that how you try to recruit people? You know, I was a soldier myself a long time ago. I can tell your ability just from looking. It seems like you use mainly quick attacks and thrusting moves. Judging from how worn out your shoes are, that is. The way you walk, it's obvious you're used to quickly moving around as you fight. But on the other hand, your chest and arms are still weak and undeveloped. It seems as though you don't have much combat experience, but what you have experienced has been done in a pretty short amount of time. Judging from the way your best points have been focused on, you must have a pretty good teacher. Nah. If you're an adventurer, why are you training so desperately? Money? Honor? Revenge? All wrong. I fight for the weak. Oh, that's funny. I fight for the weak too. No! I fight for man and monster coexisting together. Don't think you're the same as me! Coexistence? That's impossible. Lazarus came back with a surprising answer. I thought he'd give an angry response, denying my dream with indignation and anger. But he just shrugged and flatly responded. Unable to accept that bland response as his answer, I just get even angrier. Why isn't it impossible? What the hell do you know? I know it's impossible. One day you will too. I'm different from you. We're the same. Wielding a sword in the name of coexistence. I am guessing you've met quite a few monsters or humans who disagree with you, and you've had to use that to crush the beliefs with your own. How is that any different from me? It's different. I'm fighting for an ideal world. That ideal is your ideal. Why do you think yours is correct? Thinking you must be right, that's just arrogance. I know what happens when you take that arrogance to the end. So what about you? Do you believe what you're doing is right? I know very well the self-righteousness of my actions. You realize your own too, right? Coexistence of man and monster. If you come across someone who disagrees with you, are you going to crush them with your justice? Lazarus stands up as he says that. Before I had noticed, his glass was empty. The most important thing for justice is persuasion. If you can't oh mein Gott, ich hasse dieses Wort. Persuades anyone, your justice will fail. If you know that, then why are you doing what you're doing? My path can't be changed anymore. My friend was killed by monsters. Lazarus puts money on the table. But that kid's justice... Jetzt lese ich Scheiß, oh mein Gott. Du hast grad nichts zu tun, sei lieber ruhig. Put that kid's juice on my bill too, waitress. I don't want anything from you. Hey, don't say that. I just want to treat the boy who reminded me of a friend. Saying that, Lazarus starts to head out of the bar. Right before leaving, he glances back at me. Make sure you get out of this bar quickly after finishing that juice. A kid like you shouldn't be in this place. Don't screw with me! What are... Ignoring my yell, Lazarus heads out of the bar. Damn it! I'm in no mood to finish off this juice. Disgusted, I leave the bar. Ich glaube, der wird heute Nacht nicht ruhig schlafen können. Aus 2 Gründen. Alice joins me outside and gladly finishes off my juice. Don't you want some juice too? The Sabasa oranges have quite a rich taste to them. Sorry, but I am not in the mood for it.
starting today, I hate orange juice. That guy. Why would he go to the mermaid pub of all places? Make sure you get out of this bar quickly after finishing that juice. A kid like you shouldn't be in this place. Oh shit! He couldn't! Okay. Oh, he left his bag here. I need to return it back to the cast. Oh, Baka. No! An explosion shakes the ground. I stand in horror at the sight of the destroyed mermaid pub in front of me. Why didn't I realize it sooner? I knew he was a terrorist. Why wasn't I able to stop it? The anger and regret swells my body as I'm consumed by rage. Lazarus! Quiet down, it doesn't seem like anyone is dead. It looks like both the mermaids and humans are fine. Soldiers quickly fill the area as I start to pull out the wounded. As Alice said, it doesn't seem like anyone is dead. Hey, Alice. Is what I'm doing just self-righteous? Who knows? Good and evil is relative. No matter what you say, it just comes down to stupid wordplay. But I don't even listen to humans and monsters who disagree with me. I just ignore them. I see. Some monsters attack humans, and some humans attack monsters. And whatever the reason, the four heavenly knights are attacking or disrupting human towns. Even if I am a hypocrite, even if it's self-righteousness, I can't allow that. I can't allow either side to commit violence or persecute the other. Let's go, Alice. We still have a lot to do. Renewing my oath, I continue on my path. Wow, das ist echt hart. Harter Tobak. Deswegen, also das möchte ich ehrlich gesagt niemandem vorenthalten und ich kannte diese Szene auch nicht, denn als ich das Spiel damals durchgespielt habe, bin ich nicht zurück in die Dörfer gegangen und habe nochmal nach deren Meinung gefragt. Werden wir ihm in Teil 2 nochmal über den Weg laufen? Yep. Okay, ich hab's mir fast gedacht. Das Hauptquartier des von Elias Kreuz befindet sich in einer Stadt, die wir als nächstes besuchen werden. Von daher werden wir ihn wiedersehen. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob man andere Dialogoptionen oder halt veränderte Dialoge bekommt, wenn man ihn hier einmal getroffen hat, weil vorher kannte er einen nicht. Jetzt kennt er uns. Okay. Das könnte noch interessant werden. Na gut. Ja, Leute, wie gesagt, wir haben das jetzt einmal kurz nachträglich aufgenommen. Ich werde das jetzt zwischen die Aufnahmen schneiden. Das heißt, hiernach kommt der Part, wo wir uns um Gnome kümmern. Und irgendwann, ich tippe mal im nächsten Jahr, werden wir dann mal mit MGQ2 anfangen, nicht? So sieht's aus. Finde ich gut. Ich auch. Ich habe es eben schon bei Lost Vikings 2 gemacht, was ich vorhin aufgenommen habe. Ich würde sagen, ich mache es ja einfach nochmal. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und frohe Weihnachten, falls bis dahin diese Folge noch kommt. Von mir ebenso. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Monster Girl Quest. Vielleicht mit einer 2 hinten dran, vielleicht wenn ihr nur Teil 1 weiterguckt. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.